Bella, jetzt warte doch mal. Worauf denn? Dass du mich hier noch weiter verarschst? Nein, ich hab dich doch nicht verarscht. Alte Spindel. Hast du sie geküsst oder nicht? Nein, sie hat mich geküsst. Ach, bitte. Deine Schwester ist eine Woche weg und du knutscht mit einer anderen rum? Ich hab doch nicht mit Janine geknutscht. Sie ist über mich hergefallen. Kann ich vorstellen, das ist Andi, der Mann, dem keine Frau widerstehen kann. Ich hab gewusst, dass du sowas sagst und deswegen habe ich auch die Klappe gehalten. Ach so, das heißt, ich bin schuld, dass du mich anlügst, als ich aus Tübingen zurück bin, oder was? Nein, ich kann mir auch vorstellen, wie sich das anhört. Das hört sich an, als müsste ich mein erstes Wort mit dir reden. Pass auf. Ich kenne Janine, auch von früher. Wir hatten auch mal was gehabt, aber das ist schon Ewigkeiten her. Ich wollte mit ihr nur einen Kaffee trinken und plötzlich küsst sie mich. Ich habe ihr sofort gesagt, dass da nichts mehr geht, weil ich mit Bella zusammen bin. Und dann lässt sie sich von Sascha in die WG abschleppen, um sich nackt in Andis Bett zu legen. Was erzählst du mir jetzt nächstes? Dass sie den Ohrring absichtlich in deinem Bett versteckt hat, damit ich ihn finde und wir uns streiten? Außerdem stecke ich in einer glücklichen Beziehung. Ja, ich weiß. Und ich verspreche dir, dass ich dich ab jetzt in Ruhe lassen werde. In Ruhe lassen werde. In Ruhe lassen werde. In Ruhe lassen werde. Es tut mir so leid. Hätte ich gewusst, dass du eine Freundin hast. Das hast du ganz genau gewusst, weil ich es dir gesagt habe, nachdem du versucht hast, mich zu küssen. Du alleine küssen ist eher schwierig. Das hatten wir doch schon. Und jetzt verzieh dich. Bella, ich... Nein, nein, nein. Shit. Olli, ich habe die halbe Stadt nach Bella abgesucht. An ihr Telefon geht's hier auch nicht. Weißt du vielleicht Was ich weiß, ist, dass du ein Idiot bist. Erzähl mir was Neues. Vielleicht, wie ich das bei Bella wieder gut machen kann. Andi, du hast Bella angelogen. Du hast mit einer anderen rumgeknutscht. Warum sollte ich ausgerechnet dir helfen? Na, weil ich sie liebe. Und weil ich nichts gemacht habe. Ehrlich, Olli. Hab nur geflirtet, mehr nicht. Ich habe nicht zurückgeküsst. Oh, so ein Schwachsinn. Doch, das ist so. Und dann haben Sascha und ich sie plötzlich halbnackt in meinem Bett gefunden. Das klingt nicht sehr überzeugend. Ja, deswegen habe ich Bella ja auch nichts gesagt, weil ich nicht unnötig ein Fass aufmachen wollte. Der Punkt ist doch, dass ich von Janine nichts wollte. Nee, Andi, der Punkt ist, dass du mit Bella zusammen bist. Und da ist die erste Regel Ehrlichkeit. Ja, aber Nein, kein Aber. Es geht hier nicht um einen Kuss. Es geht darum, dass du Bella angelogen hast. ich habe ihr nur nicht alles gesagt. Oder sagst du Christian immer alles? Naja, Schon gut, ich verstehe schon. Ihr habt die perfekte Beziehung. Wahrscheinlich habt ihr euch von Anfang an eine Liste gemacht, wer wen geküsst hat und... Ja, das ist es. Ich habe die Idee. Oh, du hast Bella mitgebracht? Janine, schön dich zu sehen. Ja, das finde ich aber auch. Okay. Weißt du, als du vorhin Andis Unterwäsche gebracht hast, das war echt der letzte Tropfen. Wow, haben wir uns gefetzt. Aber das kann ja auch mal reinigend sein. Wo man sich endlich ehrlich sagt, was man will. Ah ja, dann habt ihr euch wieder versöhnt, ja? Oh ja. Und Andi hat mir gesagt, was er sich wünscht. Und Bella auch. Du hast so tolle Haare. Also, Andi hat da diesen Wunsch, den ich ihm unglaublich gerne erfüllen würde. Aber dazu brauchen wir nun mal noch so eine attraktive dritte Person wie dich. Eine, die spontan ist und weiß, was sie will. Also? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Nein, wir wollen dich. Okay, ihr seid mir echt zu durchgeknallt, ja? Macht euren komischen Kram bitte ohne mich. Die sind wir erstmal los. Ja. Ich dachte schon, die steigt noch drauf ein. muss ich kapieren, was das gerade werden sollte. Nein. Obwohl.
Ganz schön heiß, oder? Was sagt denn Bella dazu? Die ist stolz auf ihre Mutter. Na, mit Recht. Na, Männer? Olli, machst du mir einen Kaffee? Kommt sofort. Ja. Na, habt ihr schon Mittagspause? Gibt's ein Problem? Ihr habt's auch gesehen, ne? Komm, du kannst stolz auf Charlie sein. Jetzt sag bloß, du wusstest nicht, dass Charlie die Dessous selbst präsentiert. Ja, natürlich habe ich das gewusst. Was denkst du denn? In ihrem Online-Store, wo das nur Frauen sehen, die das nachher auch bestellen und nicht die ganze Stadt. Zahlen bitte. Mach 16,50. Ich nehme Kaffee. Danke. Hey, du warst vorhin so schnell weg. Ich wollte Charlie nur darauf aufmerksam machen, dass sie ganz Düsseldorf jetzt nackt sehen kann. Ja, ich habe gedacht, ihre Agentur hat das gemacht, ohne dass sie was weiß, verstehst du? Vor allen Dingen habe ich gedacht, dass sie das genauso aufregt wie mich. Aber? Aber sie ist begeistert. Das hätte ich dir vorher sagen können. Es gibt ja auch nichts, was sie zu verstecken hätte. Darum musst du mich nur nie erinnern. Also ich finde Charlie sehr mutig. Sie steht in der Öffentlichkeit und jetzt zeigt sie sich auch noch in Dessous. Du solltest eher stolz auf sie sein, anstatt hier so rumzumeckern. Jetzt weiß wenigstens jeder, warum du dich so glücklich schätzen kannst. Ja, alle wissen es, alle meine Kollegen. Samt dem Polizeichef. Also meine Schicht fängt gleich an, aber wenn du einen Rat willst. Lieber Frank, du weißt doch genauso gut wie ich, dass wenn Charlie sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, sie nicht zu bremsen ist. Also finde dich schnell damit an. Es gibt nichts, was du dagegen machen kannst. Schönen Tag. Schlau, Mai. Das wollen wir doch mal sehen. Entschuldigung. Darf ich mal ganz kurz? Was soll das? Hey, 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 hey. Ein Burrito extra scharf. Burritos gibt's heute. Herr Hemke. Hallo? Aber einen Kaffee können Sie haben. Und der geht aufs Haus. Herr Wolf, was machen Sie denn hier? Wo ist Emilio? Er ist in Venezuela. Besucht seine Mutter im Krankenhaus. Hoffentlich nichts Ernstes. Wo sind die Becher? Ja, irgendwas mit der Niere. Die wird noch untersucht. Ja, dann sagen Sie mal einen schönen Gruß und gute Besserung, wenn Sie ihn sehen. Hemke?
schlechter Zeitpunkt. Gibt's dafür einen guten Zeitpunkt? Ja, das Ding ist kaputt. Ich kümmere mich drum. Komm, gib einfach her. Olli, gib einfach her! Gut. Du stehst auf Charlie. Das ist ja nun nichts Neues. Und auf Elisabeth. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach nee. Du bist rausgerissen. Frank. Und die hier alle auch? Das kann ich erklären. Nee, ich habe schon verstanden. Du versuchst die Ehre meiner Tante zu retten, egal ob sie es will oder nicht. Ganz abgesehen davon. Glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, das genau da zu entsorgen, wo Charlie es garantiert finden wird? Ich nehme die erstmal mit zu uns. Du kannst dir schon mal eine gute Ausrede überlegen, wenn Charlie das rausfindet. Wir beide wissen, sie wird es rausfinden. Du hast bitte was? Du, das war eine Übersprungshandlung. Die stand unter Schock. Was sagt Charlie dazu? Ja, die weiß natürlich von nichts. Hey Leni, machst du mir eine Cola? Wie auch, bitte. Was weiß Charlie noch nicht? Der Kommissar hier hat sämtliche Ausgaben des City Guide mitgehen lassen, in denen Charlies Foto abgedruckt war. Hallo? Das war vertraulich. Ich dachte, du unterstehst der ärztlichen Schweigepflicht. Ich wusste nicht, dass du Voyeur bist oder Kleptomane oder beides und daher ein medizinisches Problem vorliegt. Außerdem findet es Charlie sowieso raus. Warum sagt ihr das dauernd? Egal, wo ich sie treffe, sie weiß immer, wie ich drauf bin, ob es bei mir auf der Arbeit glatt läuft oder nicht. Stimmt, und Olli sagt, sie kann Gedanken lesen. Von Charlie kannst du nichts geheim halten. Erst guckt sie dich so komisch an. Ja, echt. Und dann löchert sie einen mit Fragen, bis man irgendwann alles gesteht. Sogar Sachen, die man gar nicht gemacht hat. Könnt ihr damit jetzt bitte mal aufhören? Es hat sich nämlich herausgestellt, dass es überhaupt nichts zu beichten gibt. Weil meine Aktion die beste Werbung für die beiden war. Also im Grunde genommen müssten sie mir dankbar sein. Ich muss es ihr sagen. Ich werde ihr einfach sagen, dass ich die Magazine zurücklege und dann ist das Thema durch. Das sollte als Strafe genügen. Wobei, wenn Charlie richtig sauer ist. Aber na ja, sie wird dir jetzt schon nicht gleich den Kopf abreißen. Und wenn schon. Aufheben, kühl lagern und ich nähe dir dann wieder an. Wahnsinnig komisch. Musst du nicht weiter? Nein. Hey, habe ich doch richtig gehört. Hallo. Hey. Grüß dich, Ricardo. Ich war bei Olli und habe Zucker geholt. Du hast ihn ja vergessen. Rate mal, was ich da gefunden habe. Olli wollte dicht halten, aber ich habe ihn zum Reden gebracht. Was hast du dir denn dabei gedacht? Wolltest du die alle für dich haben?